Als ich jung war, dachte ich, das Leben sei einfach. Mein Vater hatte Geld. Deshalb machte ich mir keine Sorgen. Ich lernte nicht viel. Ich arbeitete nicht. Ich hatte alles, was ich wollte. Wenn ich etwas Schönes sah, fragte ich meinen Vater. Er kaufte es mir. Meine Freunde sagten mir, ich soll an die Zukunft denken. Aber ich lachte. Warum sollte ich arbeiten? Warum sollte ich mir Sorgen machen? Mein Vater hatte Geld. Mein Vater hatte Geld. Und das war genug für mich. Jeden Morgen stand ich spät auf, genoss ein langes Frühstück im Bett und schaute stundenlang fern. Manchmal ging ich mit Freunden aus. Wir besuchten die besten Restaurants, trugen teure Kleidung und fuhren schnelle Autos. Das Leben war leicht und lustig. Ich dachte, es würde immer so bleiben. Ich dachte nie wirklich über Geld nach. Ich dachte nie über Arbeit nach. Wenn ich reisen wollte, reiste ich einfach. Wenn ich neue Schuhe wollte, kaufte ich sie mir sofort. Wenn ich ein neues Handy wollte, bekam ich das Beste. Mein Vater bezahlte alles für mich. Ich dachte nicht darüber nach, wie hart er arbeitete. Ich fragte ihn nie nach seiner Arbeit. Ich genoss nur mein Leben und dachte nur an den Moment. Ich dachte nie an morgen und wie wichtig es war, für die Zukunft vorzusorgen. Eines Tages rief mich mein Vater zu sich. Er sah ernst aus, was mir sofort auffiel. Er sagte, ich solle mich setzen. »Sohn, wir müssen reden«, sagte er. Ich lächelte und sagte, »Ja, Vater.« Doch sein Gesicht änderte sich nicht. Er war nicht fröhlich, machte keine Witze, und das machte mich ein wenig nervös. Ich wusste nicht, warum. Mein Vater war immer freundlich zu mir und sagte mir fast nie Nein. Doch an diesem Tag war etwas anders. Er holte tief Luft und sah mir direkt in die Augen. »Du bist kein Kind mehr«, sagte er ernst. »Du musst an deine Zukunft denken.« Ich lachte und antwortete, »Vater, ich habe doch alles, was ich brauche.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, mein Sohn, du hast alles, weil ich hart arbeite. Aber das Leben ist nicht immer einfach. Eines Tages kann sich alles ändern.« Ich verstand ihn nicht richtig und dachte, er mache sich Sorgen ohne Grund. Ich lächelte und sagte, »Mach dir keine Sorgen, Vater. Nichts wird sich ändern.« Er lächelte nicht zurück. Er sah mich lange an, und ich spürte, dass er sich wirklich um mich sorgte. Dann sagte er, »Wir werden sehen.« Ich wusste nicht, was er meinte. Vielleicht hatte er nur schlechte Laune. Ich stand auf und ging aus dem Zimmer, ohne über seine Worte nachzudenken. Ich wollte zu meinen Freunden. Ich lachte, gab Geld aus und genoss die Zeit, ohne zu merken, dass die Leichtigkeit nicht für immer anhalten würde. Ich hatte keine Ahnung, dass sich mein Leben bald drastisch ändern würde. Am nächsten Morgen stand ich wieder spät auf. Wie immer. Ich streckte mich und nahm mein Handy zur Hand. Es gab viele Nachrichten von meinen Freunden. Sie wollten ausgehen und Spaß haben. Ich lächelte und machte mich schnell fertig. Ich zog meine besten Kleider an, benutzte teures Parfüm und fühlte mich großartig. Doch als ich die Treppe hinunterging, sah ich meinen Vater wieder im Wohnzimmer. Er wartete auf mich, und sein Gesicht war ernst, was mir sofort Sorgen bereitete. Ich konnte nicht umhin zu denken, dass etwas Wichtiges passierte. Ein seltsames Gefühl beschlich mich, als ich sein Gesicht sah. »Setz dich«, sagte er ernst. Ich seufzte und setzte mich, spürte sofort den Druck in der Luft. »Vater, ich habe Pläne«, sagte ich hoffnungsvoll, aber es war ihm egal. Er sah mich direkt an, und ich konnte die Entschlossenheit in seinem Blick spüren. »Du bist kein Junge mehr«, sagte er eindringlich. »Du musst das Leben verstehen.« Ich verdrehte die Augen und fühlte mich unwohl. »Vater, ich kenne das Leben.
protestierte ich, aber in diesem Moment fühlte ich mich vielleicht nicht so sicher. Doch er schüttelte den Kopf. »Nein, das tust du nicht«, sagte er und stand dann auf. Plötzlich sagte er etwas, das mich überraschte. »Komm mit mir.« Ich folgte ihm nach draußen, unsicher, was ihn dazu bewegte. Er ging zum Auto und ich wusste nicht, wohin wir fahren würden. Er sagte kein Wort und ich saß neben ihm, verwirrt und nervös. Als er losfuhr, bemerkte ich, dass die Stadt an diesem Morgen anders wirkte. Ich sah Menschen, die schnell gingen, ihre Gesichter ernst und konzentriert. Ich sah Arbeiter, die die Straßen putzten, und Männer, die Essen am Straßenrand verkauften. Früher hatte ich so etwas nie beachtet, aber an diesem Tag sah ich es zum ersten Mal richtig. Die Menschen schienen beschäftigt, und jede Bewegung schien einem Ziel zu dienen. Nach einer Weile hielt mein Vater an. Wir waren in einem Teil der Stadt, den ich nie besucht hatte. Die Gebäude waren alt und schäbig, die Straßen waren schmutzig, und die Menschen sahen müde und erschöpft aus. Mein Vater zeigte auf einen Mann, der Obst verkaufte. »Sieh ihn an«, sagte er. »Er steht früh auf, arbeitet den ganzen Tag und ruht sich nie aus. Er beschwert sich nicht, sondern arbeitet hart, um seine Familie zu ernähren.« Ich sagte nichts. Mir fehlten die Worte. Dann zeigte mir mein Vater einen kleinen Laden. Drinnen saß eine alte Frau und nähte Kleidung. »Sie arbeitet seit 40 Jahren«, erklärte er. »Sie hat nicht viel Geld, aber sie arbeitet jeden Tag hart, ohne je aufzugeben.« Ich sah die Frau an. Ihr Gesicht war müde, aber sie hörte nicht auf. Ich hatte solche Menschen noch nie richtig gesehen. Ich hatte nie über ihr Leben nachgedacht oder ihre Kämpfe gewürdigt. Mein Vater drehte sich zu mir und fragte: »Verstehst du jetzt? Das Leben ist nicht für alle leicht. Manche Menschen arbeiten jeden Tag hart und ohne Anerkennung.« Dann sah er mich an und sagte mit Nachdruck: »Aber du, mein Sohn, hast noch keinen einzigen Tag gearbeitet.« Ein seltsames Gefühl überkam mich. Ich wollte etwas sagen, doch die Worte blieben mir im Hals stecken. Ich schaute weg. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich klein und verletzlich. Ich fühlte mich anders, als wäre mir plötzlich etwas klar geworden. Etwas in mir hatte sich verändert, und ich konnte es nicht ignorieren. Die Realität der Menschen um mich herum traf mich wie ein Schlag. Dann stiegen wir wieder ins Auto, und ich wusste, dass sich mein Leben bald ändern würde. Ich wusste, dass ich die Lektionen, die ich an diesem Tag gelernt hatte, nicht einfach vergessen konnte. Mein Vater sagte nichts. Er fuhr einfach weiter und ich saß still da, während ich nachdachte. Die Bilder des Tages blieben in meinem Kopf. Der Mann, der Obst verkaufte, die Frau, die Kleidung nähte. Ich hatte noch nie über Menschen wie sie nachgedacht. Ich hatte nie über Arbeit nachgedacht. Mein Leben war immer leicht gewesen. Doch jetzt fühlte ich mich anders. Diese Gedanken nagten an mir. Ich wusste nicht genau warum. Nach einiger Zeit hielt mein Vater wieder an. Diesmal standen wir vor einem großen Gebäude. Es war sein Büro, und ich war schon einmal dort gewesen. Doch ich war nie lange geblieben. Ich kam nur, wenn ich Geld brauchte oder etwas wollte. Mein Vater stieg aus dem Auto und sagte: »Komm.« Ich folgte ihm hinein, und sofort spürte ich die geschäftige Atmosphäre. Das Büro war sehr belebt. Menschen gingen schnell hin und her, Telefone klingelten ununterbrochen. Überall lagen Papiere, und der Geräuschpegel war hoch. Mein Vater brachte mich in sein Büro und setzte sich. Er sah mich ernst an. »Weißt du, was ich jeden Tag mache?« fragte er. Ich zuckte mit den Schultern und murmelte: »Du arbeitest.«
Er nickte. Ja. Aber weißt du auch, wie hart ich eigentlich arbeite? Ich schwieg, unsicher, was ich sagen sollte. Dann sprach er weiter. Ich stehe früh auf, treffe wichtige Entscheidungen und löse Probleme. Ich kümmere mich um diese Firma und ich tue das alles für dich. Als ich mich im Büro umsah, bemerkte ich müde Mitarbeiter. Manche schrieben Berichte, andere telefonierten und einige sahen gestresst aus. Ich hatte darüber nie nachgedacht. Ich hatte immer nur das Geld gesehen, das mein Vater mir gab. Ich hatte nie gesehen, wie viel Mühe und Arbeit hinter diesem Geld steckten. In mir fühlte ich etwas Neues aufsteigen. Es war Schuld. Dann gab mir mein Vater ein kleines Notizbuch. »Ab morgen wirst du hier arbeiten«, sagte er. Ich lachte ungläubig. »Ich soll arbeiten?« fragte ich überrascht. Mein Vater lächelte nicht. »Ja«, sagte er ernst. »Du fängst ganz unten an. Du wirst lernen.« Ich war schockiert und konnte kaum glauben, was ich hörte. »Aber ich muss doch nicht arbeiten«, protestierte ich. Mein Vater schüttelte den Kopf. »Doch«, sagte er, »denn eines Tages werde ich nicht mehr da sein. Und was wirst du dann tun?« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte nie über ein Leben ohne meinen Vater nachgedacht. Die Idee war beängstigend. Ich hatte nie über die Zukunft nachgedacht, sondern nur an meinen eigenen Komfort gedacht. Aber jetzt hatte ich keine Wahl mehr. Mein Vater hatte entschieden, und ich spürte, dass dieser Moment mein Leben verändern würde. Morgen würde sich alles ändern. Morgen würde ich zum ersten Mal in meinem Leben arbeiten müssen und vielleicht die harte Realität des Lebens kennenlernen. Ich fühlte mich auf einmal sehr klein und verletzlich. Was, wenn ich nicht gut genug war? Was, wenn ich scheiterte? Diese Fragen wirbelten in meinem Kopf herum. Mein Herz klopfte schneller, als ich an die Herausforderungen dachte, die vor mir lagen. Aber tief in mir spürte ich auch einen Funken Hoffnung. Vielleicht würde ich etwas lernen? Vielleicht würde ich sogar stolz auf mich sein. Aber die Angst blieb. Und ich konnte nicht anders, als darüber nachzudenken, wie sehr sich mein Leben verändern würde. Am nächsten Morgen stand ich früh auf. Es fühlte sich seltsam an, denn ich war es gewohnt, lange zu schlafen. Aber jetzt musste ich arbeiten, und ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war. Ich zog mich an und ging nach unten, wo der Geruch von frischem Kaffee in der Luft lag. Mein Vater wartete schon auf mich. Er gab mir eine kleine Tasche. »Dein Mittagessen«, sagte er mit einem Lächeln, und ich fühlte mich etwas besser. Ich sah ihn überrascht an. »Mittagessen? Kann ich nicht im Restaurant essen?« fragte ich neugierig, während ich hoffte, etwas Warmes zu bekommen. Er schüttelte den Kopf und sagte, »Arbeiter bringen ihr eigenes Essen mit, und heute bist du ein Arbeiter.« Wir verließen das Haus und fuhren zu seinem Büro. Als wir ankamen, führte er mich nicht in sein großes Büro, sondern in einen kleinen Raum. Dort standen viele Schreibtische. Menschen saßen an ihren Computern und arbeiteten konzentriert. Ein Mann kam zu uns. Er trug eine Brille und sah sehr ernst aus. »Das ist Herr William«, stellte mein Vater ihn vor. »Du arbeitest unter ihm.« Dann ging mein Vater, und ich fühlte mich plötzlich allein und unsicher. Herr William sah mich an. »Komm mit«, sagte er in einem strengen Ton. Er ging schnell, und ich folgte ihm nervös. Er gab mir einen Stuhl und einen kleinen Schreibtisch. »Du überprüfst diese Papiere«, erklärte er und legte einen großen Stapel vor mich. »Schau dir die Zahlen an, finde Fehler und markiere sie.« Ich starrte auf die Papiere. Es waren sehr viele
viel mehr, als ich erwartet hatte. »Alle?« fragte ich ängstlich und fühlte den Druck auf meinen Schultern wachsen. Herr William nickte. »Ja, und arbeite schnell.« Ich setzte mich und begann. Am Anfang war es leicht, die Zahlen waren klar und deutlich. Doch nach einer Stunde tat mir der Kopf weh. Ich merkte, dass ich mich anstrengen musste, um konzentriert zu bleiben. Die Zahlen verschwammen vor meinen Augen, und ich fühlte mich überfordert. In diesem Moment wurde mir klar, dass Arbeit viel mehr erfordert, als ich gedacht hatte. Es war nicht nur das Lesen der Zahlen, es ging auch darum, aufmerksam und präzise zu sein. Ich musste den Mut finden, weiterzumachen und mich nicht entmutigen zu lassen. Ich atmete tief durch und versuchte, mich auf die Aufgabe zu konzentrieren, während ich mein Bestes gab, um die Fehler zu finden und zu korrigieren. Es war der Beginn einer neuen Herausforderung für mich, und ich wollte zeigen, dass ich es schaffen konnte. Die Zahlen sahen alle gleich aus. Meine Augen waren müde und ich wollte aufhören. Aber ich konnte nicht. Alle um mich herum arbeiteten. Niemand ruhte sich aus. Niemand redete. Das war nicht wie mein altes Leben. Das war anders. Das war Arbeit. Und ich begann zu fühlen, dass ich mich an diese neue Realität anpassen musste. Zur Mittagspause war ich völlig erschöpft. Ich öffnete meine Tasche. Das Essen war einfach und nicht besonders. Keine teuren Gerichte, keine besonderen Getränke, nur ein einfaches Sandwich und ein paar Snacks. Ich aß still und dachte nach, während ich meine Umgebung beobachtete. Ich sah die anderen Arbeiter an. Sie aßen schnell und gingen sofort zurück an die Arbeit. Keine langen Pausen, kein Lachen, nur Arbeit und Konzentration. Ich vermisste mein altes Leben. Ich vermisste meine Freiheit und die Leichtigkeit, mit der ich früher meinen Tag verbringen konnte. Doch gleichzeitig fühlte ich auch etwas Neues in mir. Ich fühlte Respekt für die Menschen um mich herum. Diese Menschen arbeiteten jeden Tag hart, und jetzt war ich einer von ihnen. Der Nachmittag war noch schwerer. Mein Rücken tat weh vom langen Sitzen. Meine Hände waren müde vom ständigen Schreiben, und ich merkte, dass ich mich anstrengen musste, um die Aufgabe zu bewältigen. Ich wollte aufhören und nach Hause gehen, aber ich konnte nicht. Herr William kam an meinen Tisch und prüfte meine Arbeit. »Hier sind Fehler«, sagte er, »mach es noch einmal.« Ich seufzte und hätte gerne widersprochen, aber ich tat es nicht. Ich nickte nur und begann von vorn, entschlossen, es besser zu machen. Ich wusste, dass ich besser werden musste, auch wenn es schwierig war. Als der Arbeitstag endlich vorbei war, fühlte ich mich anders. Ich war sehr müde, aber etwas in mir hatte sich verändert. Ich hatte nun ein besseres Verständnis dafür, wie hart Menschen arbeiten. Zum ersten Mal verstand ich, dass Geld nicht leicht kommt. Als ich das Büro verließ, sah ich meinen Vater. Er wartete geduldig auf mich, und ich fühlte, dass er stolz auf mich war. Er fragte nicht, wie mein Tag war, sondern lächelte einfach. Und zum ersten Mal lächelte ich zurück. Nicht, weil das Leben leicht war, sondern weil ich mir dieses Lächeln verdient hatte. Am nächsten Tag stand ich wieder früh auf, aber mein Körper tat weh. Meine Hände waren steif und ich fühlte mich erschöpft. So hatte ich mich noch nie gefühlt. Ich wollte im Bett bleiben, aber ich konnte nicht. Ich hatte Arbeit zu erledigen und ich wusste, dass ich jetzt Verantwortung hatte. Ich zog mich an und ging nach unten.
Mein Vater saß schon am Tisch. Er sah mich an und nickte. »Gut«, sagte er. Mehr sagte er nicht, aber es fühlte sich anders an. Es fühlte sich an, als wäre er stolz auf mich. Und das gab mir Kraft. Aber ich arbeitete weiter. Ich hörte nicht auf, bis zum Mittag hatte ich meine Aufgabe fertig. Herr William prüfte meine Arbeit und fand weniger Fehler als vorher. »Besser«, sagte er. Nur ein Wort, aber es fühlte sich gut an. Es fühlte sich besser an, als etwas Teures zu kaufen oder Zeit mit Freunden zu verschwenden. Es fühlte sich echt an, und ich hatte so etwas noch nie gefühlt. Früher war mir Arbeit egal, aber jetzt war sie es nicht mehr. In der Mittagspause saß ich mit den anderen Arbeitern, und das Gefühl der Gemeinschaft war neu für mich. Sie sprachen über ihre Familien, ihre Sorgen und alltäglichen Probleme. Sie lachten und aßen schnell, bevor sie zurück an die Arbeit gingen. Ich hörte ihnen zu und stellte fest, dass ich früher nie über Menschen wie sie nachgedacht hatte. Ich hatte nie daran gedacht, was sie jeden Tag durchmachen. Aber jetzt saß ich bei ihnen, und ich fühlte mich akzeptiert. Jetzt war ich einer von ihnen, Teil ihrer Welt, was mir ein Gefühl von Zugehörigkeit gab. Der Nachmittag war schwer. Herr William gab mir noch mehr Arbeit. »Mal sehen, ob du das schaffst«, sagte er mit einem herausfordernden Blick. Ich wollte mich beschweren, aber ich tat es nicht. Ich nickte nur, konzentrierte mich und arbeitete weiter. Die Stunden vergingen langsam. Mein Rücken tat weh, meine Hände schmerzten, aber ich machte weiter. Ich wollte beweisen, dass ich das kann, vor allem mir selbst. Der Druck war hoch, aber ich fühlte auch eine neue Motivation in mir. Am Ende des Tages sah Herr William mich an. Er lächelte nicht, aber er sagte, »Nicht schlecht. Nur 2 Worte, aber sie bedeuteten mir viel.« Ich nickte und verließ das Büro. Mein Vater wartete draußen. Er sah mich an und fragte, »Müde?« Ich nickte und ein Gefühl der Zufriedenheit durchströmte mich. Er lächelte. »Gut«, sagte er. In diesem Moment verstand ich alles. Ich begriff, warum er mich in die Arbeit geschickt hatte. Und zum ersten Mal wollte ich nicht mehr vor der Arbeit weglaufen. Ich wollte mehr lernen und mich weiterentwickeln. Tage vergingen, dann Wochen, dann Monate. Ich arbeitete jeden Tag. Am Anfang war es sehr schwer. Mein Körper tat weh, mein Kopf war müde, aber langsam wurde es besser. Ich machte weniger Fehler und arbeitete schneller, und ich begann stolz auf meine Fortschritte zu sein. Ich bemerkte, dass ich nicht nur meine Arbeit erledigte, sondern auch viel über mich selbst lernte. Ich entdeckte neue Fähigkeiten in mir, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie haben könnte. Mein Selbstvertrauen wuchs und ich fühlte mich stärker. Die Herausforderungen, die ich meisterte, machten mich erfahrener und reifer. Ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war und dass ich bereit war, die Verantwortung für meine Zukunft zu übernehmen. Herr William lächelte immer noch nicht, aber er hörte auf zu meckern. Manchmal sagte er sogar, »Gute Arbeit.« Diese Worte fühlten sich besser an als jedes Geschenk, das ich je bekommen hatte. Ich begann, Geld zu verstehen. Früher gab ich es einfach aus, ohne darüber nachzudenken. Ich kaufte Dinge, die ich nicht wirklich brauchte, und dachte nie über den Wert von harter Arbeit nach. Jetzt sah ich, wie hart es war, es zu verdienen. Ich beobachtete meinen Vater bei der Arbeit. Ich sah, wie er wichtige Entscheidungen traf, Probleme löste und sich um die Firma kümmerte. Er arbeitete oft lange Stunden und hatte wenig Zeit für sich selbst. Früher hatte ich seine Arbeit nie respektiert, aber jetzt tat ich es.
Er war nicht nur ein Mann mit Geld. Er war ein Mann, der etwas mit seinen eigenen Händen aufgebaut hatte, und das beeindruckte mich sehr. Eines Abends rief mich mein Vater in sein Büro. Er sah mich lange an und sagte dann: »Du hast dich verändert.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er sprach weiter: »Am Anfang warst du faul, und Arbeit war dir egal. Aber jetzt verstehst du es.« Ich nickte, denn er hatte recht. Ich war nicht mehr derselbe Mensch. Ich fühlte mich anders, stärker und motivierter. Dann überraschte mich mein Vater, indem er einen kleinen Schlüssel hervorholte und ihn mir gab. »Das ist dein Büro«, sagte er. Ich war schockiert. »Mein Büro?« fragte ich ungläubig. Er nickte. »Du bist bereit für mehr Verantwortung. Du hast hart gearbeitet. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt.« Ich hielt den Schlüssel in der Hand. Er war klein, aber er fühlte sich schwer an, denn es war nicht nur ein Schlüssel, es war Vertrauen, und dieses Vertrauen gab mir ein neues Gefühl von Selbstwert. Am nächsten Tag zog ich in mein neues Büro. Es war klein, aber es gehörte mir. Ich hatte meinen eigenen Schreibtisch, meinen eigenen Stuhl und meine eigene Arbeit. Ich war nicht mehr nur ein Arbeiter, sondern ein Teil des Unternehmens. Ich lernte Verantwortung zu übernehmen und diese ernst zu nehmen. Es war nicht leicht, und ich machte oft Fehler und hatte schlechte Tage. Doch ich gab nicht auf. Ich arbeitete weiter und lernte weiter, während ich die Probleme, die mich herausforderten, bewältigte. Ich stellte fest, dass es auch Freude bereiten konnte, Herausforderungen zu meistern und mich weiterzuentwickeln. Ich wollte wie mein Vater werden und etwas Eigenes aufbauen, denn ich verstand endlich den wahren Wert von harter Arbeit und Einsatz. Ich lernte, dass jeder Schritt, den ich machte, wichtig war. Wenn ich heute zurückblicke, lache ich über mein altes Ich. Ich dachte, das Leben sei einfach und Geld selbstverständlich. Aber ich lag falsch. Das Leben ist Arbeit, Einsatz und das Streben, etwas mit den eigenen Händen aufzubauen. Mein Vater hat mir das beigebracht, und jetzt bin ich bereit für die Zukunft. Nicht nur, weil ich Geld habe, sondern weil ich gelernt habe, wie man es verdient und schätzt. Danke, dass du diese Geschichte gelesen hast. Sie zeigt mir, wie wichtig es ist, die Realität des Lebens zu verstehen und die harte Arbeit zu schätzen, die viele Menschen täglich leisten. Oft leben wir in einer Welt, in der wir uns auf das Gute konzentrieren und die Schwierigkeiten des Lebens nicht sehen. Doch meine Begegnungen mit Menschen, die hart arbeiten, haben mir sehr geholfen, die Wahrheit über das Leben zu erkennen. Ich hoffe, diese Geschichte hat dich auch inspiriert, über deine eigenen Erfahrungen nachzudenken. Vielleicht hast du auch einen Vater oder eine Mutter, die dir wichtige Lektionen über Verantwortung und harte Arbeit beigebracht haben, so wie es bei mir der Fall war.